Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anima Gates of Memories hier auf den Great Plains, einem schönen Gebiet, wo wir es mal geschafft haben, so ein richtig schön großes Areal uns ausfindig zu machen. Und jetzt überlegen wir uns mal, war doch richtig, wo wollen wir als nächstes hin? Hidden Meadow ist zu. Heart of the Mountain oder Lias Road? Ne, Lias Road kommen wir. Zu der Tempel oder wir sind gerade Heart of Mountain in der Nähe, deswegen gehen wir einfach mal Heart of Mountain und schauen mal da. Gut, wenn man heilt, ist man wieder ganz voll. Das heißt, ich kann ja einfach so weiterspielen. Ist das hier auf dem Mount? Ja. Obwohl, man könnte auch sich mal weiter umgucken. Weil hier können auch überall noch weitere Objekte rumliegen eigentlich. Weil es ein riesiges Gebiet ist. Aber da hätten sehe ich auch noch eine Jump-and-Run-Passage. Schauen wir uns ein anderes Mal an. Dann geht erstmal in ein neues Gebiet. So. Was? Any idea what the hell those things are? Was? I'm guessing there's some kind of protector totems. They're heavily guarded against magic. We should find a way to climb up there. Let's look around. Echt? Okay, wir müssen also dann wieder hoch. Wahrscheinlich kommen gleich noch Gegner, weil sonst hätten sie ja nicht Alarm-Intruder gesagt. Da hinten ist ein Totem, vielleicht. Ich hab was gehört. Verdrückt. Okay, das sind einfach nur Soundeffekte, was ich eben wahrscheinlich noch gehört hatte. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir hinten diesen Stein kaputt machen. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Bosskampf ist, aus meiner Sicht. Weil ein riesiges Areal und sonst ist hier nichts. So, was passiert jetzt? Aha. Okay. Ich wollte einen Bosskampf. Die Frage ist nur, wie kommt man da am besten hoch? So, ja. Schießen die auch noch? Kann gut sein, vielleicht später. Vielleicht sollen wir erstmal mit dem Jump and Run hier vertraut werden. Das war falsch. Oh my god, that was lame. This keeps up, I'm gonna be a softcover book. Da kommen wir glaube ich nicht hoch, das ist zu weit weg. Aber ich bin ja vollkommen woanders plötzlich. Okay. Ich will also nicht zu früh springen. Das heißt, wir sind auf jeden Fall immer ganz unten, wenn wir einmal runterfallen, das ist eigentlich immer so. Und verlieren HP. Was macht so ein Schutzstein hier? Oder hat das etwas auszusagen? Jetzt will ich hier sein sollten. Ja. Da kommen wir nicht hoch. Das sieht man so ein bisschen, wenn die bis weiter weg sind. Gut, dass ich letztes Mal die Folge pausiert hatte. Sonst hätten wir jetzt hier mitten im Bosskampf irgendwie beenden müssen oder so. Das wäre richtig kacke gewesen. Wie er schon sagte, lame. Okay, das war auch lame. Ich wechsle mal zu ihr. Damit er sich ein bisschen heilen kann. Wer mich kennt, weiß der Jump and Runs ist so ein kleiner Nemesis von mir. Oh. Nein! Ich dachte, ich müsste ihn angreifen. Und ich wollte eigentlich schießen. Das ist die Frage, müssen wir ganz oben vielleicht wirklich schießen? Oder irgendwas anderes machen? Ach, knapp. Ist da hoch? Das wirkt nicht. Geht's noch höher? Ich bin leicht verwirrt, wie wir...
Wie es aussieht, geht es aber auch nicht höher. Oder? Ach, ich muss wahrscheinlich darauf, ne? Oder? Wir müssen dahinter schießen? Irgendwie so vielleicht? Ich bin gerade leicht verwirrt, wie wir das machen können. Brauche ich einen anderen Skill dafür? Sie verliert viel. Ah gut, jetzt haben wir schon runtergefallen. Ich bin leicht irritiert. Wir waren ganz oben. Vielleicht bin ich hier falsch. Vielleicht muss ich erst irgendwo anders hin, bevor wir da hoch können. Kann ja sein. Vielleicht braucht er erst diese andere Fertigkeit, die überall durchbrechen kann. Weil der Ausweg ist ja auch noch offen, oder? Wenn du einmal runterfallst, dann gucke ich einmal gleich, ob der Ausweg noch offen, der Rückweg noch offen ist. Wenn der geschlossen ist, müssten wir ja irgendwie noch einen Weg rausfinden. Ich bin gerade so happy, dass ich voll gespeichert habe, falls ich das Spiel beenden muss. Bin ich wieder ganz oben oder bin ich nicht ganz oben? Müsste eigentlich ganz offen. Oder muss ich dagegen schlagen? Aha. Okay, hab verstanden. Aha. Okay, also 3 Leben hat das Teil. Und jetzt kommt sowas. Okay. Okay. Okay, das lief gut. So bin ich wahrscheinlich sicher. Ich hatte gerade echt so Glück, dass da gerade die Plattformen genau so gekommen sind. Ich frage mich gerade, wie das machbar sein soll. Geht vorbei. Okay. Okay. Ja, die letzte Maske scheint mir ein bisschen schwerer zu sein. Okay, so geht das. Oh, hab nicht gesehen. Okay, wir können auf jeden Fall drüber springen. Muss ich halt nur vorsichtig machen. Dann kommt gleich der tödliche. Oh, toll. Ach, gut. Ja, ja. Da kommt er. Gut. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Da kommt eine Plattform, die erreiche ich aber doch nicht. Ach, Glück gehabt. Ich bin ganz oben. Ich bin eigentlich safe, oder? Okay, ich bin auf jeden Fall safe. Oh. Gut, wir haben es geschafft. Huiuiui. Level up! Jetzt können wir da hoch. Da oben ist jetzt so eine Rolle. Okay. Wir sind noch relativ fresh. Wir gehen da mal hoch. Sie ist wieder ganz voll. Ich dachte, ja, egal. Vielleicht bleibt ab vielleicht. Little Jonathan Koppel had spent his whole life in his huge mansion without windows. He never lacked anything. He was surrounded by a legion of servants that took care of him with absolute devotion. All of them wore strange masks and acted in a cold and distant way, but took care of him like he was the only thing that mattered in the world. From them, the boy learned the most exquisite manners, and to act like a gentleman of the highest rank. When the young one asked why he was there, his servants always told him that his parents had to go far away, and it was his obligation to wait for them there until they came back. When he learned to read, Jonathan began spending most of his time in the huge library of his house, reading tales and stories that made his imagination fly.
He dreamed of fairies, goblins, and fantasy creatures that existed beyond the walls that confined him. But over the years, as he grew older, the mansion seemed to him to grow ever smaller until his home became a prison for him. Finally, the night that he turned 12, he ran away. Why wouldn't he? After all, he could never have imagined that the mansion existed only to protect him. Okay. Müssen wir so sehen. Wer träumt als kleines Kind nicht davon, dass das Haus eher so ein Gefängnis, also ein Gefängnis ein bisschen hochgegriffen ist und dass die ganze Fantasie überall außen hier existiert. Also das hat, glaube ich, jeder schon mal gehabt, als er klein war. Und das mit den maskierten Personen erinnert mich gerade irgendwie an das Prisoner im Gefängnis unten, auch alle maskiert. Vielleicht haben die noch eine größere Rolle später, wahrscheinlich ja. Aber wir werden erstmal Skills verteilen. So, ich möchte gerne das hier. Allgemein ihre Statuswerte einfach erhöhen, weil ich finde sowas einfach extrem gut. So, bei beiden die Physical und Magical Output erhöhen. Wir haben es immer noch 2 Punkte, das ist nice. Machen kann ich leider nicht. Das andere ist als Level 6 und so weiter, ja. Wir sind Level 5, oder? Ja. Ich nehme einfach das, weil das die ganzen Effekte aktiviert, die außen herum sind. Und einen Punkt bewahre ich mir mal auf für später, oder? Obwohl, das hätte ich gerne noch. Wenn wir 6 sind erst. Dann warten wir erstmal noch, bis wir 6 sind hier. Und hier wird auch die beiden Sachen, die Statuswerte einfach mal erhöhen. So, und bis jetzt müssen wir in der Luft ja noch nicht evaden. Deswegen nehme ich einfach den hier oben, der auch alle Statuswerte erhöht. Ist ja nur so Standardpunkt, dass das Lauf reduziert wird, aber kann ja nicht schaden. So. Dann gehen wir mal jetzt hier ein bisschen weiter am Rand entlang, schauen, ob wir irgendwo noch Drops sind. Ja, das ist immer noch geschwächt, dann gehen wir hier weiter. Und ich glaube, das ist alles nur so ein bisschen mitten auf dem Feld oder so verteilt, oder? Na? Nee, doch nicht. Okay. Schön. Echt schönes Spiel. Mag den. Wir haben auch einen Ring bekommen. Ich habe gleich geguckt, was der kann. So, wir haben ja neue Ringe. Mehr Magical Defense? Doch mal Magical Defense. Ich gebe ihr mal den schwächeren der beiden. Sie ist wichtiger, weil sie sich nicht heilen kann. Deswegen rüsten wir mal sie zuerst aus mit den Ringen. Oh, er hat nur einen Ring. Boah, eher Magical oder eher Physical Defense? Ich würde sagen eher Physical erstmal. Da ist noch ein Objekt. Man könnte sich hier ganz schön erstmal fertig looten, damit jetzt das große Areal abgeschlossen ist. Obwohl in der Mitte wahrscheinlich immer irgendwas sein wird. Nee, lasse ich dich zu. Tschüss. So. So. Jetzt ist er stark genug zum Glück endlich, dass er die Tour machen kann. Es war noch keine Versteuerungseffekt, das heißt, es sind noch welche. Da. Haha. Das war's aber. Gut. Na gut, bei 500 XP bei dem Boss ist es irgendwie klar, dass wir den Level abkommen, wenn wir hier nur 15 bekommen. Aber schauen wir uns einmal diese Jump-Passage da an. Bestimmt noch was oben. Da hinten. Ach, das ist von der Seite. Okay. Damit auch irgendwie anders hochkommen kann. Wahrscheinlich überall Wände. Also so Alpha, Beta-Wände. Sag mal Alpha, Beta, obwohl es kein Alpha mehr ist. Kann ich ganz einschätzen, wie weit ich springe. Ich so. Es sieht kein Fallschein, das ist echt gut. Wenn ich natürlich unten gucke, während ich springe, ist natürlich besser, oder? Weil dann kann man besser sehen, wo man landet. Ja. Okay. Trotzdem nicht so perfekt.
Beim Boss eben ging es ja leider nicht, weil wir immer sehen mussten, wo die nächsten Strahlen kommen. Warten. So. Dachten wir schon, das war vielleicht zu früh. Und das war zu weit. Nein! Okay, wenigstens sterben wir ja nicht oder irgendwas. Man kann das Ganze in Ruhe machen. Er ist schon wieder voll. Wenn man später springt, drückt man noch weiter. Das habe ich mir fast schon gedacht. Ist ein Doppelsprung ja oft so in Spielen. Oh, ich habe es geschafft, weil ich zugeschlagen habe. Cool. So, das letzte sollte eigentlich machbar sein. Sehr schön. Jonathan couldn't believe how fascinating the outside world was. Vast green pastures spread between beautiful mountains. Just a few hours ago, he had left the mansion, and all that he saw only increased his attraction to the wondrous outside world. But his greatest surprise was to discover he wasn't alone. There weren't normal people like he expected, but fantastic creatures swarming everywhere, the same kinds which appeared in the tales he read in his library. Both horrible monsters and wonderful beings observed the little one with fascination, and to his surprise, tried to help him. Soon, a legion of creatures began to follow Jonathan, as if they had never seen someone like him before. From them, Jonathan found out that they were in a place called Folklore, the back of a huge creature of vast proportions. The world was changing, and the fantasy was dying. The last fairy tales had taken refuge there, trying to accumulate enough power to survive. But none of them knew why Jonathan was there. In order to find answers, the creatures advised the child to travel to the heart of the mountain, where the Lord of Fantasy was. Jonathan thought it was a great idea. Okay, also den wir gerade eben besiegt hatten, ne? Oder war es der Lord of the Mountain oder war es einfach nur ein Guardian? Weil es hieß ja Herz of the Mountain. Kann gut sein, dass es der Typ war. Achso, dann war der Typ eine Art, von einer Art Fairy Tale, etwas. Und... Mist. Und das heißt, das sind die letzten... Warum war da nur ein Gegner? Und das waren jetzt halt die letzten... Also Fantasy-Geschichten, die sich so ein bisschen versteckt haben. Also wer sind die Bösen? Oder wer ist schon? Das ist eher die Frage. So, von hier sind wir ja gekommen. Dann gehen wir jetzt dort nach Zodiac, würde ich mal sagen. Weil alle anderen Wege haben wir schon abgegrast. Ich rate, aber da hinten ist noch Loot. Ich habe ihn einfach mal den Schlag abfangen lassen. Oha, schlau, die blocken sich gegenseitig. Ja. Mist. Ja. Weg. Oh. So. Dann sind noch welche. So, ist er auch weg. Das ist ein dunkler Mist. Übersehen. Schön, dass wir jetzt auch schon noch machen können. Ich werde als nächstes wahrscheinlich dann, wenn das Level hoch genug ist, diese Kugel, die Standardkugel schneller machen, weil mir die ziemlich gut gefällt. Es fehlt noch mindestens einer. Da. So. Gut, aber der nichts beschützt, oder? Kein Loot oder so. Die standen hier einfach nur im Weg rum, wahrscheinlich zum Eingang. Da ist Loot, okay. Hab nichts gesagt. Hier da hinten nochmal hin, weil da ist bestimmt noch irgendwas. Shit! You remember what I said to you before about being careful with higher Noth? That's a queen! Queen, okay. Jetzt? Ich muss immer warten, bis sie stehen bleibt und auf mich zukommt. Jetzt. Okay, das ist die Queen. Irgendwie...
Nicht so gefährlich bis jetzt. Okay, ich nehme es zurück. Okay, ich muss auf dieses kleine Schütten da aufpassen. Weicht man nochmal aus? So weicht man aus, okay. Also bis jetzt finde ich den Fernkampf sehr viel cooler. Jetzt. Ja. Das andere Typ war sehr viel anspruchsvoller, weil er sich teleportieren konnte. Bis jetzt. Ja. Okay, ich nehme es zurück. Okay. Nahkampf geht auch. Möglicherweise sogar schneller. Aber wenn sie nichts Angriff kommen lassen, geht's auch so. Warten, 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 warten. Ich muss ein bisschen Zeit für Ergo rausschlagen, damit er sich heilen kann. Magst du dich? Der will dich verfolgen. Wenn es okay ist. So. Also nicht so finish, sondern so, es geht jetzt. Lassen Sie mich so schnell nicht ran. Ah! Geh weg! Ach, Mist. Ich weiß noch nicht, wie ich das ausgewichen habe, aber... Oh oh. Oh, wir haben es geschafft. Huiuiui. Nahkampf ist ja doch anspruchsvoller gewesen. So, das heißt, wir haben auch die Queen hier besiegt. Die ganzen Seiten, die wir kriegen, eigentlich ganz cool. Vor allem, dass die Geschichte von ihm erzählen. Müsste es ja eigentlich jetzt weitergehen, oder? Bei seiner Story? The heart of the mountain was floating in front of him. That huge rock contained folklore's core, a place where the real and the unreal were two sides of the same coin. It was the center of fantasy itself, and to his surprise, the heart spoke. It told him the tale of a crossbred child, half human and half fairy tale. His mother was the greatest witch of her time, the only mortal that the fantasy loved above any other. But a child born of such a union was something that should not exist. His birth would destroy his mother, and fantasy didn't want to lose the woman he loved. The witch understood what was going to happen, and ran away to ensure that the child she was carrying didn't suffer any damage, even if that meant her own demise. She built a great mansion and filled it with soulless homunculi to serve the boy when she was gone. That place was separated from the world, away from fantasy. If she managed to keep the little one there until he became an adult, his supernatural legacy would be erased, and he could be normal. After all, only kids dream. What a story, Jonathan lied to himself, without realizing that he had started to cry. So gesehen war es dann wahrscheinlich als nächstes die Mensch mit den Puppen, ne? Da, wo sie einen eingesperrt hatte. Und also ist er erst geflohen, um wieder eingesperrt zu werden. Eigentlich eine ziemlich traurige Geschichte. Und man kann ja nur, wenn man Kind ist, wie schon gesagt, das träumt man viel. Naja, aber ich würde mal sagen, Zeit ist für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut nächstes Mal wieder ein. Let's Play Anima Gates of Memories. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.